Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Das ist das erste Video in der ganzen Rennstreckenthematik, das ich für dich aufnehmen werde. Und womit startet man so eine Videoreihe am besten? Ich habe ja null Erfahrung mit Rennstrecke. Am besten damit, womit du dich auf der Rennstrecke bewegst, mit dem Fahrzeug. Ich besitze ja 2 Fahrzeuge und werde mit der V2 Troy Bayliss auf die Rennstrecke fahren, und zwar Ende April nach Rijeka in Kroatien. Ist eine Grand Prix Strecke für die World Superbike. Ich habe mir gedacht, warum auf einer kleinen Kartbahn anfangen, wenn man auch auf einer Grand Prix Strecke fahren kann. Und werde das Ganze geführt machen, und zwar mit einem Veranstalter, der auch Instruktoren mitnimmt, der erfahrene Menschen mitnimmt und das Ganze in verschiedenen Gruppen unterteilen kann. Ich werde mit dem Klaus nach Kroatien fahren, beziehungsweise der Klaus nimmt mich mit. Der kommt aus München und hat das schon ein paar Mal gemacht. Und ja, dem hefte ich mich quasi an die Füße und auch quasi ins Auto, denn er nimmt mich mit und mein Motorradhändler, zu dem ich jetzt gerade fahre, nimmt mein Motorrad mit. Weil ich habe ja noch gar nichts. Ich habe keinen Hänger, ich habe nicht mal eine Anhängerkupplung in diesem Auto, an dem X1. Ich habe keinen Transporter, ich habe keinen Camper. Ich habe gar nichts. Null Erfahrung. Und ich glaube, dass es einigen von euch auch so gehen wird. Die sagen, ich würde schon gern mal auf die Rennstrecke, aber ich habe keine Erfahrung und ich habe gar nichts. Und wenn du einer dieser Menschen bist, dann kann ich dir empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Denn es wird jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder Videos zu diesem Thema geben. Und heute geht es darum, ja, ums Fahrzeug. Was muss ich dran montieren, abmontieren, umkleben, abkleben, an Sicherung rausschrauben an dem Motorrad, um auf der Rennstrecke überhaupt fahren zu dürfen. Denn da gibt es 2, 3 Punkte zu beachten. Und da nehme ich dich heute mit. Ich werde da gleich die Kamera aufstellen und mal wieder einfach blöde Fragen stellen. Genau. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, viel Spaß bei dem Video. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, würdest du mir eine große Freude machen, wenn du das tun würdest. Kostet dich kein Geld, unterstützt mich aber umso mehr. Und da das schon jetzt 1000 Leute von euch gemacht haben, können wir ja auch bald mal das Gewinnspiel launchen zu dem 100 € Louis-Gutschein, falls wir das zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht haben. Falls wir die 1000 Abonnenten noch nicht haben, wird es wahrscheinlich im nächsten Video kommen, weil dann haben wir diese 1000 Abonnenten safe voll. Falls du Fragen hast oder Anregungen hast zum Thema Motorrad, Rennstrecke, Motorradtests, Motovlogs, was auch immer, schreib es bitte jetzt oder im Laufe des Videos in die Kommentare, weil ich lese jeden Kommentar einzeln und beantworte das auch persönlich. Sowohl hier als auch auf Instagram. In dem Sinne, danke, dass du ein Teil der Community bist. Bleibt immer auf dem Motorrad sitzen. Verhaltet euch korrekt und immer fair miteinander, denn es gibt Menschen wie mich, die haben nicht so viel Erfahrung mit dem Thema Rennstrecke, was auch immer. Also, wenn ihr kommentiert, stellt bitte sicher, dass das auf einer respektvollen Basis passiert und nicht einfach überheblich zu sagen, zum Beispiel, ja, das sind doch Dinge, die muss man wissen. Nein, Leute, man muss nicht alles wissen und man darf auch Fragen stellen. Ich möchte, dass dieser YouTube-Kanal ein Raum ist, wo man Fragen stellen darf und es keine blöden Fragen gibt. Und ich möchte, dass ihr euch als Community unterstützt in der Kommentarfunktion oder indem ihr euch miteinander austauscht und vernetzt. Genau, so, ich bin jetzt auf dem Weg zum Händler und würde sagen, viel Spaß mit diesem Video. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal damit an, einfach mal den Kennzeichenhalter wegbauen. Ganz wichtig auf der Rennstrecke, einfach alles wegbauen, was für die Rennstrecke selber nicht wichtig ist, also nur für die STVO. Ja, logischerweise, Kennzeichen brauchst du auf der Rennstrecke nicht. Genau, das ist sowieso klar. Dann einmal hier abstecken. Ganz wichtig, Blindstecker drauf, damit einfach keine Feuchtigkeit in den Stecker gelangt und ich irgendwo einen Kurzschluss habe. Und dann kann ich das Ganze hier wieder verstauen. Dann gibt es von Ducati hier einen schönen Blinddeckel. Schaut so aus. Dann ist das Ganze einfach schön clean und ich kann das hinschrauben. Sieht viel schöner aus, oder? Völlig. Wäre cool, wenn man es auf der Straße so fahren dürfte. Genau, also was hier ganz entscheidend ist, wenn man das wieder zurückrüstet, dein komplettes Kennzeichen wird dann nur von diesen 2 Schrauben gehalten. Bei den alten Schrauben sieht man es ein bisschen. Ganz wichtig eben Loctite drauf, weil eben diese 2 Schrauben deinen kompletten Kennzeichenhalter festhalten. Deswegen
Loctite ganz essentiell. Wenn ich jetzt nur die Abdeckung habe, ist das jetzt nicht so wichtig. Und jetzt sage ich mal, kommt das Wichtigste. Spiegel und Scheinwerfer muss abgesteckt werden. Das wäre halt cool, wenn man das einfach abmachen könnte, weil dann kannst du die viel besser transportieren, ne? Oder zumindest wie bei deiner V2. Ich kann die halt wegklappen oder so. Musst du irgendwie Sicherung dafür noch rausbauen, oder? Nee, die meckert so oder so, weil abgesteckt ist. Aber wie gesagt, da muss nichts abstecken. Er muss keine Sicherung rausziehen. Da leuchtet dann das kleine hübsche blaue Dreieck. Genau, und da wäre jetzt am besten, wenn man ein Oktopus ist. Dann kann man viele Sachen gleichzeitig machen. So. Genau, rechter Spiegel schon mal weg. So. Schon ab. Das ist das Objekt der Begierde oder auch nicht. Gibt es eigentlich andere zulässige Spiegel, die ein bisschen cooler aussehen? Oder du hast ja deinen Blinker da drin. Dann sowas wie der Glausi hat. Du müsstest halt den Blinker praktisch hier außen verlegen, gibt es von Rizoma. Die sind dann hier außen, dann habe ich hier so eine Plexiglasscheibe und habe hier dann meine Lenker-End-Blinker und kann da dann theoretisch auch meine Lenker-End-Spiegel montieren. Siehst sowieso nichts. Siehst halt nichts, aber du siehst bei den Spiegeln auch nichts, weil ständig der Ellenbogenpolster mit im Weg ist. Also von daher. Dann kannst du dich entscheiden. Aber das andere ist halt eine sehr, sehr teure Variante. Also du kannst dich quasi entscheiden, in welchem Spiel du nichts sehen willst. Genau, das kannst du dir dann aussuchen. So, und jetzt gibt es eben von Rizoma so hübsche Spiegelabdeckungen. Die kommen dann hier so drauf. Werden von Nvidia beziehungsweise würden jetzt drauf kommen, aber wir machen es jetzt noch nicht, weil wir erst den anderen Spiegel noch wegmachen müssen, dann das komplette Windschild und dann komme ich unten an den Stecker vom Scheinwerfer hin. Das musst du alles abmachen. Das muss alles weg, ja. Ja, ich habe gerade schon bei der Anmoderation gesagt, eigentlich ganz cool, dass man jetzt wirklich von Anfang an, ich war ja noch nie auf der Rennstrecke. Also du kannst ja jetzt so wirklich sagen, ja, wie es von null auf gar nichts. Ne? Ich habe auch gesagt, so, ich habe keinen Transporter, ich habe keinen Anhänger, ich habe nicht mal eine Anhängerkupplung, eigentlich habe ich gar nichts. So. Eigentlich können jetzt die Leute wunderbar sehen, wie es jetzt ist, von null auf praktisch auf die Rennstrecke zu gehen. Ja, wirklich null. Also wirklich null, ja. Ich meine, ich fahre Motorrad, seit ich 18 bin. Ich bin jetzt 32, also schon ein paar Jahre, aber Rennstrecke noch nie. Und deshalb habe ich die auch gekauft, weil ich gesagt habe, ich will irgendwann mal in meinem Leben das mal machen. So wie viele wahrscheinlich, die hier zuschauen, auch. Ne? Aber irgendwann ist dann machst du es nie, dann bist du irgendwann 60, 70, 80 und denkst du, hättest du noch gemacht. Genau, dann bereust du es. Genau, wir müssen jetzt einen Teil von der inneren Verkleidung abschrauben. Da gibt es nämlich eine Schraube, die hält vorne noch alles zusammen. Ziehst noch den schönen Baileys-Tank. Ja, das hatte ich schon mal abgemacht oder auch draufgebaut, oder wie auch immer man es nennt, als ich die Batterie ausgebaut habe. Da habe ich das alles abgemacht. Die ganze Verkleidung habe ich abgebaut. Ja genau, musst auch. Bei der, das ist leider so. Beziehungsweise, das wird sogar reichen, wenn du hier, nee, dann muss alles weg. Nee, hast schon recht. Da muss tutto completo alles weg. Das kommt ja gar nicht dran. Nee, das haben sie bei der ein bisschen die Batterie. Wenn du das nicht gewohnt bist, so viele Schrauben zu lösen und da gibt es auch so Verhakungen, da denkst du dir schon so, scheiße. Du reißt gleich die komplette Verkleidung weg, ja. Genau. Und jetzt, das ist zum Beispiel, genau das ist das Thema, wo du meintest, du hast hier drinnen so ein paar Widerhaken. Beziehungsweise hier sind noch so kleine, ich weiß gar nicht, wie sich Stöpsel, das schimpft. Ja, so Stöpsel. Plastiknieten genau. Kann man schon sagen. Ja, Plastiknieten, das hört sich ganz gut an. Du musst es jetzt noch ein bisschen nach vorne schieben und dann kriegst du die Verkleidung raus. So. Genau. Schon ist die heraus. Und jetzt kommt eben das Ganze, deswegen machen wir das. Du hast hier hinten nochmal zwei versteckte Schrauben. Hier vorne, die halten praktisch noch das Windschild zusammen. Hier unten sind zwei Schrauben noch. Und die sind richtig verzwickt. Da brauchst du einen sehr langen Schraubenzieher. Ja. So, die reinzukriegen und rauszukriegen, ohne dass es irgendwo reinfällt. Das ist das Entscheidende. Da musste ich schon öfter mal im Motorrad suchen. Das ist tatsächlich richtig geschert. Wie oft im Jahr macht ihr so Rennstreckentermine eigentlich? Ich glaube jetzt, dieses Jahr fahren wir 8 Mal. Das meiste ist jetzt tatsächlich, also Reka, 2 Termine, beziehungsweise im Herbst eine komplette Woche.
Dann einmal Most in Tschechien, Cremona war jetzt vor letzte Woche. Misano noch, ne? Mugello, genau, im Herbst noch. Mugello oder Misano? Ne, Mugello und Misano, stimmt. Erst Mugello und dann Misano. Das ist dann, Mugello wusste ich nicht. Da fahre ich dann, wenn ihr Mugello fahrt, dann musst du fast mitfahren. Dann muss ich mitfahren. Das ist nämlich, da war ich das erste Mal auf der MotoGP und habe gesagt, da fahre ich mal mit einer Ducati. Da hatte ich noch keine Ducati und das war das erste MotoGP-Rennen, auf dem ich war. Ja, generell die italienischen Rennstrecken sind schon wirklich schön. Das ist einfach wirklich nochmal, zudem, dass man eh schon so schöne Sachen macht und auf Rennstrecke fährt, nochmal Urlaub. Das ist schon wirklich was Tolles. Ja, vor allem Florenz ist auch echt schön, ne? Ja, du bist halt, oder auch wenn du sagst Cremona, das ist halt ungefähr, keine Ahnung, 80 Kilometer unterhalb vom Gardasee. Da kannst du halt theoretisch noch ein paar Tage verlängern. Genau, das ist jetzt das Schwierige. So. Wie war für dich das erste Mal Rennstrecke? Überwältigend. Am Anfang war ich echt darauf bedacht, immer möglichst viel Leistung und möglichst viel Drehzahl zu haben. Und das ist tatsächlich völlig falsch. Also weil du das so ist, also weil du das brauchst? Oder? Weil ich schnell werden wollte. Ich wollte einfach sehr schnell sein. Okay. Und das war auf viel zu viel Druck. Und dann bin ich einfach wirklich teilweise im dritten Gang gefahren, immer in den Begrenzer rein, was total dämlich ist. Auch nicht gut für den Motor eigentlich, ne? Das sowieso nicht. Und dann habe ich halt den Instruktor mit dem Rennveranstalter, mit dem wir gefahren sind, hat dann gesagt, du, schalt den Gang hoch, du hast eine V2, die hatte relativ viel Drehmoment durch den V-Motor. Und dann bin ich ruhiger gefahren, mit niedrigeren Drehzahlen. Und einfach, das Wichtigste ist einfach flüssig zu fahren. Und dann kommt die Rundenzeit, das hört sich am Anfang dämlich an, kommt die Rundenzeit von alleine. Ja, wenn du die richtige Linie fährst. Genau, wenn du die richtige Linie fährst. Aber leider ein sehr großes Suchtpotenzial. Ja, deshalb habe ich es so lang aufgeschoben, weil ich weiß genau, dass ich dann... Es wird dir definitiv gefallen, das ist so. Am Anfang, wo ich angefangen habe, so als ganz kleiner Mechaniker, wenn du stehst das erste Mal davor und dann hat mein Meister gesagt, so, jetzt suchst mal die Schrauben, wo du denkst, und dann sitzt du richtig lange dran. Ja, du musst auch wissen, wo die sind, ne? Ja, du musst wissen, wo die sind. Natürlich gibt es ein Werkstatthandbuch, wo du alles nachschauen kannst, aber allein schon das Nachschauen dauert ewig und alles. Jetzt lässt sich das Windschild abnehmen. Genau. Und ja, jetzt haben wir ein Naked Bike. Hier vorne sitzt der Stecker für den Scheinwerfer. Oh, wow. Genau, den machen wir jetzt ab. Warum macht man den ab? Also warum darf man überhaupt nicht mit Scheinwerfer fahren? Also du darfst schon mit Scheinwerfer fahren. Bei uns geht es in dem Fall eher darum, wir kleben die Scheinwerfer immer ab. Wir haben so eine schwarze Folie, damit es einfach, weil wenn Steine auf der Strecke sind, würdest du halt voll den Scheinwerfer zerschießen und der Scheinwerfer kostet halt irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, knapp 1000 Euro. Und deswegen haben wir überall so eine Folie drauf, dass das erstmal nicht passiert. Und der zweite Grund ist, dass wenn du stürzt, deswegen sollst du auch keine Spiegel dran haben, dass nichts splittert auf der Strecke, dass keine Splitter auf der Strecke liegen. Und eben, wenn wir den Scheinwerfer bekleben und der Scheinwerfer an wäre, dann würde das halt einfach so heiß werden und irgendwann würde die Folie schmelzen. Deswegen... Könnte man den jetzt noch anmachen? Ja. Wie würde das aussehen? Leuchtet der durchgehend oder sind das so die Enden? Würde witzig ausschauen, ja. Witzig. Genau. So. Ja, den machen wir jetzt dann ab quasi. Beziehungsweise du. Genau. Habe ich nicht gedacht, dass es so viel Aufwand ist, ne? So ein Doch. Motorrad-Rennstrecken fertig zu machen. Würde man denken. Denkst du so, okay, ziehst du 2, 3 Stecker, machst Nummernschild ab und Spiegel ab und dann ist fertig. Genau. So, den klemmen wir hinten rein und hier macht man ein kleines Tape drüber. Du wirst nicht im Regen fahren, aber dass einfach auch kein Dreck und alles reinkommt. Dass einfach nichts passiert. Das ist für wegen Regen, ist das so? Ja, also wie gesagt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du im Regen fährst als Anfänger. Aber wenn du es im Regen fahren würdest, müsstest du wirklich Bindstecker drauf tun, weil das verhindert jetzt nicht die Feuchtigkeit, aber einfach damit kein Dreck oder was reinkommt. Deswegen haben wir jetzt die ganze Verkleidung abgebaut. Die wir jetzt wieder dran bauen. Jetzt geht nichts mehr, genau. Und hinten machen wir es dann auch so, da stecken wir dann das Rücklicht ab, weil ganz entscheidend ist, die anderen sollen auch nicht sehen, dass du bremst. Sollen nicht sehen. Ah, okay, ja, Taktik. Unter anderem, aber das ist einfach nicht gewollt, dass du auch nicht verunsichert bist, weil es gibt vielleicht Leute, die immer so ein bisschen auf der Bremse sind und dann würde halt permanent das Bremslicht leuchten. Bist du auch schon mal gefahren auf der Rennstrecke? Aber ich war schon auch mit dabei. Wie ich auch als Werkstattlampe halt.
Ja, aber es ist eigentlich auch interessant, das mal die Seite zu sehen. Genau. Ne? Deshalb habe ich überlegt, so, wenn den Leuten das Video gefällt, dass man dann einfach beim nächsten Mal, da fahrt ihr ja, glaube ich, Most, ne? Genau. Dass ich einfach mal euch als Werkstatt da mal begleite, was macht ihr da, wie oft werden Reifen gewechselt und was für Reifen gibt es, warum gibt es so viele verschiedene Reifen? Genau, ja doch, definitiv. Das ist für den einen oder anderen auch interessant. So MotoGP im kleinen Stil. Jetzt wieder Schrauben dran schrauben. Jetzt wieder dran schrauben, genau. Und danach machen wir hinten, oder was? Genau, dann kommt die Sitzbank runter und dann machen wir. Sitzbank runter. Warum Sitzbank runter? Weil da unten sich der Stecker verbirgt okay. fürs Rücklicht. Das stecken wir dann kurz ab. Dann also da brauchst du dich dann nicht wundern, bei der ist es auf jeden Fall, da leuchtet dann hier unten so ein kleines Dreieck, sollte ich darauf hinweisen, dass halt lampentechnisch was nicht funktioniert. Genau. Bei manchen ist es sogar so extrem, die älteren Modelle, da geht sogar die Motorkontrollleuchte an. Ja. Wenn es bremslich nicht geht, dass du wirklich nicht weiterfährst. Gibt es eigentlich auf den Rennstrecken, wo ihr fahrt, so dB-Begrenzung, was man haben darf und was nicht? Also wo ich es auswendig weiß, in Most sind 100... Papa, wie viel dB darf man in Most haben? 102 oder 104? Im Most? Ja? 102. 102, gell? Gibt es da so Messstellen dann, oder? 100 oder 102? Ja, die stehen vorne. Ja, die messen, wenn du das ausfährst, dann die sporadisch rausholen. Ah. Dann bist du in der Messstation rein und dann ist es dann. Und wenn du zu laut bist, dann darfst du stehen bleiben. Dann darfst du reinfahren. Bist disqualifiziert. Dann kriegst du noch eine Chance, dass du es leiser machst und dann, wenn es dann immer noch laut ausfährst, dann kriegst du die Rocke gerade. Und das war's dann. Dann ist deine Startnummer gesperrt. Das ist ja auch echt blöd, ne? Weil wenn man laut fährt, wo und außer die Rennstrecke? Wenn man laut fährt, wo und außer die Rennstrecke? Da fährst du extra auf die Rennstrecke, um laut zu fahren, aber... Ja, jetzt ja. Aber also wir sagen, bei die V2 kannst du offen fahren, du schaffst es, die 102. Bei die V4 musst du bieten. Und in Most ist es krass, das ist mitten in der Stadt drin. Ja, echt? Ja, voll. Aber ich verstehe es halt auch nicht als Anwohner. Ich weiß, dass dann eine Rennstrecke ist, dann kann ich nicht dahin ziehen und mich dann beschweren, dass... Vielleicht waren sie eher da. Dann ist es eine andere Geschichte. Aber wenn du halt da hinziehst, das ist wie wenn sie in Garmisch ziehen und dann beschweren sie sich, dass irgendwelche Kirchenglocken läuten oder dass die Chorglocken. Hubert? Ja? Mir ist das ein Fetzen ausgehen. Wir machen da ein YouTube-Video, ja genau. Seid Alles jetzt gut? mit drauf, live und in Farbe. Genau. Du musst aber schneller schrauben, jetzt haben wir Nein, der kann ja das beschleunigen im Nachhinein, weißt du schon. Das ist gut. Aber ich muss ja das so langsam machen, damit die Kunden sehen, dass wir wirklich so lange brauchen, weißt, dass die Werkstattzeiten nicht beschissen sind. Und das ist eigentlich das Entscheidendste. Alle Lampen sollen aus sein für die Rennstrecke und eben alles, was splittern kann. Deswegen kleben wir das nachher auch noch alles ab. Aus. Genau. Genau, hier wird sich jemand unter der Diagnosestecker. Ah, okay, deine meckert jetzt gar nicht. Dann war das bei den V4. Normalerweise kommt ja dann so ein gelbes Dreieck und leuchtet und warnt dich darauf hin, eben, dass nichts mehr geht. Aber auf jeden Fall, wenn man das dann wieder zurück auf die Straße baut, muss man Fehlerspeicher löschen. Er sagt sogar noch, dass Lichtautomatik an ist. Witzig. So, und jetzt kleben dann, oder was? Jetzt kommt die schlimmste Arbeit. Abkleben. Echt? Ja. Ist so müßig, Ja, oder was? müßig nicht. Nee, es ist halt, wenn du es einigermaßen schön haben willst, das ist halt ein bisschen, wie soll man sagen, ein Geficke. Genau, jetzt kommen noch die Spiegelabdeckungen drauf und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Macht ihr das für alle eure Kunden, dass ihr das für die Rennstrecke so fertig macht? Ja. Oder macht ihr das selber? Nee, die meisten, also bei den meisten. Es ist halt wie gesagt, man kann schon machen. Ich glaube, wir hatten mal ein, zwei, die haben das zweimal gemacht, aber. Haben wir gemerkt, dass es viel Arbeit ist. Genau. Ja, und es ist halt, geht halt meistens damit einher, dass ich mal noch einen kurzen, das Motorrad einfach kurz durchchecken lasse, schauen lasse, ob alles in Ordnung ist. Weil ich meine, man fährt ja immerhin in dem Grenzbereich, da soll auf jeden Fall alles am Motorrad technisch in Ordnung sein. Würdest du empfehlen, vor der Rennstrecke nochmal Ölwechsel machen? Ich meine, bei der haben wir das jetzt, wann haben wir das gemacht? Schon. Das war jetzt 2 Wochen davor. Also wie gesagt, wenn es jetzt 1000 oder 2000 Kilometer davor ist, aber mit einem alten Öl auf die Rennstrecke fahren, würde ich jetzt persönlich nicht empfehlen. Das ist jetzt doch eine ziemliche Belastung, sowohl fürs Motorrad als auch jetzt halt eben für die ganzen Anbauteile, Motor, Kette, alles. Das sollte alles schon wirklich neu oder neuwertig davor sein. Öl oder eher nicht?
Doch, definitiv schmieren. Allein schon, wenn du eine alte Kette hast, ist es halt einfach so, dass du... Ja, es gibt ja Kettenöler, also so ist es nicht. Aber einfach schauen, dass die halt wirklich... Im ganz High-End-Bereich kann dir das sogar Leistung fressen, wenn die Kette nicht geschmiert ist. Wie sollte man so ein Kettenspiel einstellen? Also wie viel sollte man da haben? Also bei den meisten Motorrädern hier auch hast du hier eine Information, das musst du auf dem Seitenständer messen, wenn niemand drauf sitzt. Und dann gibt es hier ein Maß, das angegeben ist und dann siehst du, ob die Kette genug gespannt ist oder nicht. Aber prinzipiell gilt bei der Kette eigentlich lieber zu locker als zu streng. Wenn du die zu streng machst, dann machst du dir deine Ausgangslager von der Kupplung kaputt. Genau, jetzt haben wir soweit eigentlich mit den Lampen und allem fertig. Und jetzt können wir uns ans Abheben machen. Okay. Können wir das Motorrad ein bisschen hochfahren? Wie machst du das jetzt? Ich mache es einfach jetzt grob so, dass es halt bis da oben geht. Dann falte ich es so weit rein, wie es geht. Ja, das ist immer ein bisschen eine Scheißarbeit. Aber es geht schon. Ich will wirklich schauen, dass der komplette Scheinwerfer abgedeckt ist, auch eben hier unten reingehen. Wenn am Ende irgendwann was weglässt oder was vergisst, dann beißt du dir den Arsch, wenn dann da wirklich der Scheinwerfer kaputt ist. Aber ich meine, wenn da jetzt ein dicker Stein reinfällt, dann hilft dir die Folie auch nicht weiter, ne? Ja, es geht eher um die kleinen Steinschläge. Also natürlich, wenn jetzt da so ein Stein reinfliegt, ist es wurscht. Aber dann geht es eher darum, dass der Scheinwerfer nicht splittert und du das Zeug nicht auf der Rennstrecke hast. Ja. So, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Und ja doch, dass das gut ausschaut. Okay. Dass es da unten so reingeht. Wusste ich gar nicht. Das ist Luftanlässe, oder was? Nee, das ist tatsächlich... Doch, das ist Lufteinlass, doch klar. Luft, oder? Ja, freilich, logisch. Bei manchen sitzt nämlich hier noch der Batterieregler drin, weil der ja auch recht warm wird. Doch, das ist Lufteinlass, Ansaugung. Du kannst hier hinten eine GoPro-Halterung hinschrauben, da wo die Kennzeichenabdeckung ist. Das ist halt wirklich verschraubt, das wäre halt richtig handfest. Also wenn du es hier verschraubst mit den zwei Schrauben, gibt es glaube ich von verschiedenen Herstellern, wenn du auf eBay oder so mal schaust, dann könntest du halt hier mit den zwei Schrauben, dann hast du halt wirklich, also da passiert halt gar nichts. Und ich glaube auch, dann könntest du mit der 360 hier irgendwie so hochgehen und dann hast du halt die Ansicht und hast dann alles drumherum. Das wäre glaube ich schon eine richtig geile Ansicht. Das ist natürlich dann auch ungewohnt, wenn du Motorrad fährst und vor dir fahren Leute und du siehst nicht, dass die bremsen. Ja, ne? Das ist absolut richtig ungewohnt. Das ist du musst dich am Anfang das echt ein bisschen umgewöhnen. Ich kann mich ja mal nützlich machen und schon mal gucken, ob es passt. Machst du wahrscheinlich nicht die ganze, oder? Ja genau, so einfach mal noch in der Hälfte durchschneiden. Dann machen wir uns noch kurz an die Kette zum Schmieren, weil das ist mir letztes Mal schon aufgefallen, dass die ein bisschen Schmieren braucht bei dir. Das ist ja natürlich jetzt auch ein bisschen durch Salz fahren. Wie hat es eigentlich letztes Mal gefallen mit der Diavel, die GP-Schaltung? Geil. Schon, oder? Ja, war richtig geil, hat richtig Bock gemacht. Habe ich im YouTube-Video nicht verbaut. Nee. Da müssten wir fast mal was Extiges dazu machen, ja, oder? weil wir keinen Motorsound aufgenommen haben. Aber ist geil, macht Spaß. Ja, Luft. Genau. Ja, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst mit nervig. Genau. Ist ein bisschen manchmal, ein bisschen ärgerlich. Na, das ist nicht so wichtig. Wie gesagt, es hat eher eigentlich so einen funktionellen Grund. Ja, ich meine, wenn man sowas öfter macht, dann kann man sich ja so Dummies besorgen, ne? Wie gesagt, also alle, die professionell Rennstrecke fahren, also es ist natürlich auch mal noch ein Gewichtsunterschied. Ein kompletter Scheinwerfer wiegt viel mehr als ein normaler kleiner Dummy. Und allein das macht schon was aus. Und wie gesagt, die sind dann meistens auch aus einem Material gebaut, das halt einfach nicht so schnell splittert. Hier an den Außenlaschen, das ist auch ziemlich egal. Das hat jetzt mit der Funktion von der Kette nichts zu tun. Das ist schon Flugrost drauf, oder was? Ja, das ist ja wahrscheinlich, weil noch ein bisschen Salz auf der Straße war. Aber das tut nichts zur Sache. Wie gesagt, das Außen ist relativ egal. Das Wichtigste ist, dass innen drin an den Rollen Fett ist und so. Und dann hält so eine Kette auch lange. Übrigens richtig cool von euch, dass ihr euch die Mühe macht, das hier mal zu erklären für die Kamera. Ja, wie gesagt. Ihr habt ja quasi jetzt schon Feierabend, ne? Eigentlich schon, ja. Aber das Feierabend ist ein dehnbarer Begriff. Aber die Leute haben auch gesagt, so, die finden es echt cool, dass du das erklärst und wie du es erklärst, weil du es sehr einfach formulierst. Ne? Also du brichst es halt so runter, dass es jeder versteht. Das ist ja auch das Entscheidende. Da hilft es nichts, wenn ich mit Fachbegriffen um mich werfe. Sondern, also jetzt auch gerade das, natürlich, wenn da jetzt jemand eine Panigale V2 hat, der kann sich das mehr oder weniger als Tutorial anschauen, was er halt machen muss, dass das Motorrad rennstreckenbereit ist. Genau, aber ansonsten, das wäre jetzt eben noch, wie gesagt, eine wichtige Geschichte. Ansonsten ganz wichtig für die Rennstrecke,
bisschen weniger Reifendruck fahren, weil du schnell auf höhere Temperatur kommst und wenn du weniger Reifendruck hast, hast du mehr Auflagefläche, hast du auch mehr Grip. Deshalb gibt es ja auch bei der MotoGP Strafen, wenn die zu wenig Reifendruck So wie haben, letztes Wochenende, genau. Maverick Vinales, ich glaube, es ist 16 Sekunden Strafe oder sowas, ne? Da verlierst du ja... Der ist auf Platz 14 gelandet. Nee, nicht 16 Sekunden, 0,16 war da zu viel und die haben ja eine Strafe gegeben und da war dann irgendwie statt Platz 2 auf Platz 16 oder so. Genau. Ne? Und das ist halt dann schon ja, böse. Das ist ärgerlich, ja. Ganz entscheidend auch, dass die Bremsbeläge noch in Ordnung sind, vorne, hinten, dass meine Hast du die gecheckt mal? Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Das haben wir beim letzten Service durchgeschaut. Die sind noch in Ordnung, wie gesagt. Ich habe die auch noch nie gewechselt, ne? Die wechseln eigentlich. Die hat jetzt fast 12.000 Kilometer und immer noch die gleichen Bremsbeläge drauf. Nee, die sind auch halten relativ lange. Natürlich auf der Rennstrecke ist das eine andere Geschichte. Aber die halten echt relativ lange. Ist das Salz oder was ist das? Ja, das ist Salz. Das ist Scheiße, das ist nicht gewollt. Das hätte ich nicht gedacht, dass da noch irgendwo so viel Salz liegt. Ja, da, wenn du hier schaust, hier vorne kannst du relativ gut reinschauen. Dieses Kupferfarbene, das ist praktisch deine Belagplatte und alles andere ist Bremsbelag. Und du siehst auch diesen Schlitz. Ja. Und das ist so mein Verschleißmarker. Also bis dahin, die Bremsbeläge sind wirklich noch gut. Und eben ganz wichtig auch, dass die Bremsflüssigkeit nicht zu alt ist. Weil Bremsflüssigkeit ist hydroskopisch, sprich, das haben wir wieder beim Fachbegriff, die zieht Wasser, die Bremsflüssigkeit. Und wenn ich auf der Rennstrecke irgendwann durch viele Bremsen meine Bremsflüssigkeit warm wird, komme ich in den Bereich, wo Wasser theoretisch zum Kochen anfängt. Und dann habe ich keinen Bremsdruck mehr. Und dann kann ich nicht mehr wirklich vernünftig bremsen. Das ist dann natürlich eine schwierige Geschichte. Aber ansonsten, wie gesagt, gute, besten neue Reifen oder noch nicht so alte, mit ziemlich viel Profil Richtung Supercorsa. Was auch geht, Bridgestone S23, S22 oder Michelin, der Power GP2. Gibt es viele Alternativen, auf jeden Fall irgendwas Richtung Semislick. Dann wären wir Rennstrecken fertig, so wie es jetzt da steht. Dann vielleicht eben nochmal kurz einen Blick drauf werfen, ob der Ölstand okay ist. Genau. Wir sind fertig dann, oder? Genau, die Storm gibt es viel noch, aber das machen wir jetzt nicht auf die Schnelle. Weil da muss ich erstmal den Tank komplett sauber machen, damit die gescheit heben. Und genau, aber die kommen auf jeden Fall noch hin. Dann danke ich dir, dass du das gemacht hast. Ja, gerne. Und für die Zuschauer, die zugeschaut haben, ich weiß, ich habe da noch auf dem Video das Korn mit drauf. Schaut mal bei den Jungs auf der Ducati, bzw. auf der Website vorbei. Ihr macht ja Rennstreckenveranstaltungen. Danke, dass ihr das Motorrad einmal fertig gemacht habt. Ich hätte keine Ahnung, wie ich das hätte machen sollen, weil, ja, allein Thema Elektrik, ne? Aber so ist einfach, wie gesagt, einmal das Bike noch durchgecheckt und dann kann man einfach sicher auf die Rennstrecke fahren. Da muss ich keine Gedanken machen. Genau. Und genau, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht es mal, weil in den nächsten Wochen kommen natürlich auch Videos. Da wird mich der Klaus abholen. Ich stelle euch den Klaus auch vor. Der hat schon gesagt, er hat Bock auf Vlog, aber er weiß noch nicht, was es ist. Das wird schon. Aber Klaus ist immer für alles offen. Definitiv. Genau, der holt mich dann ab. Das heißt, das nächste Video wird wahrscheinlich ein Reisevlog zum Sachsenring, wollte ich schon sagen. Zum Autodrom. Reka. Grobnik. Genau. Autodrom Grobnik heißt es, genau. Genau. Und in den nächsten Videos seht ihr dann Anreise wahrscheinlich, Vorbereiten der Boxengasse, alles ausladen. Der Klaus hat letztens noch gesagt, als er das erste Mal da war, haben sie ihn ausgelacht, weil er mit einem leeren 10-Liter-Kanister gekommen ist. Ich habe gesagt, mit leeren 10-Liter-Kanister kannst du nichts anfangen. Deshalb habe ich jetzt 2x 20-Liter-Kanister bestellt. Definitiv, ja. Was sollte ich eigentlich noch mitnehmen? Campingstuhl, ganz wichtig. Habe ich. Hast du. Ja, und Serviceständer, ne? Genau. Also Hinterradständer ist nicht verkehrt. Einfach, wie gesagt, zum Aufpacken, dass das Motorrad gerade steht. Ganz wichtig eben auch Stuhl, weil sonst Sitzmöglichkeiten gibt es sonst nicht so viele. Im Idealfall noch eine Kühlbox. Dann Getränke. hast du vor Ort genau kalte Getränke. Aber ansonsten brauchst du eigentlich nicht so viel. Lederkombi, klar, Schutzkleidung. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr bis zum Ende zugeschaut habt und mehr sehen möchtet, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Wir haben die 1000 Abonnenten, glaube ich, noch nicht voll, aber im nächsten Video wird es wahrscheinlich soweit sein. Wir verlosen ja noch die 100 Euro Louis-Gutschein, genau. Der Rupert ist aufgeklärt. Und falls du es nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal jetzt noch, dann haben wir schneller die 1000 voll und du kannst ihn auch gewinnen. Also danke, dass du eingeschaltet hast. Wir machen Schluss und bis zum nächsten Video.
Ich würde sagen, das könnte ein langes Video werden, oder? Ne?